Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Da bin ich wieder. Wir haben heute Sonntag und ich habe gerade mein neuestes YouTube-Video gedreht. Ja, mir geht's sehr gut und ich bin heute früh aufgestanden. Dann war ich im Fitnessstudio. Ich habe jetzt wieder angefangen zu trainieren. Und dann habe ich danach die ganze Wohnung geputzt und Wäsche gewaschen. Und weil wir waren das Wochenende auf einer Hochzeit und das war wirklich sehr, sehr schön. Eine gute Freundin von mir, die Steffi, hat geheiratet und wir waren halt dort und es war in Damme. Das ist ungefähr so, ja, 1,5 Stunden von Hannover entfernt. Und ich war mit einen hier aus Hannover, meinem besten Freund und unseren Freunden. Und ja, es war einfach ein sehr, sehr schönes Wochenende. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mal aus Hannover rauszukommen. Aber ich bin auch sehr froh, jetzt wieder hier zu sein. Morgen habe ich auch einen langen Tag von mir. Wir fahren morgen nach Köln. Ich habe morgen eine Hautbehandlung mal wieder. Mikroneedling ist mal wieder angesagt. Und außerdem hat der Georgie, den kennt ihr ja, meinen besten Freund, der hat auch ein paar Termine, da will sich beraten lassen und nochmal was durchchecken lassen. Der hat sich ja letztes Jahr die Augen lasern lassen und ja, und deswegen sind wir auf jeden Fall in Köln und ich werde jetzt gleich, ja, nicht meine erste, aber eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Oh, hier voll die Abdrücke. Denn ich arbeite schon seit längerem an meinem neuen Podcast. Der letzte ist ja ungefähr 2 Jahre her und es wird auf jeden Fall Zeit für was Neues und wir haben da ein schönes Konzept. Ich kann noch nicht genau sagen, ob die Folge sogar schon online ist, wenn der Vlog online geht. Ich glaube aber eher nicht. Es soll aber ein wöchentlicher Podcast werden und ich bin auch nicht da alleine und ich freue mich. Und ja, und danach werden wir heute noch was essen gehen. Es ist ja, wie schon gesagt, Sonntag und dann muss ich auch wieder erstmal arbeiten ab Dienstag, habe dann aber nächste Woche Gott sei Dank Urlaub. Und am Wochenende ist ja auch Halloween. Und ich dachte, ich nehme euch einfach so ein bisschen mit durch die Woche. Und ich weiß gar nicht jetzt, was ich dieses Jahr gehen soll als Halloween. Ich habe irgendwie Lust auf Hippie. Oder ich habe Lust auf mal was Gruseliges. So, ich dachte irgendwie so eine Skelettfrau. Aber who knows? Ich muss auch mal schauen, ob es nächste Woche irgendwie überhaupt eine coole Party gibt, weil ich habe bisher noch nichts mitbekommen, ob es irgendwie eine coole Halloween-Party gibt, aber ich hätte wirklich Bock drauf. Naja, so, ich werde jetzt erstmal meinen Podcast aufnehmen und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh mein Gott, gerade ist ein Paket angekommen. Oh mein Gott, ich bin so happy. Mein neues Mischpult ist da. Ich hatte ja bisher immer nur das kleine. Gut, wer sich jetzt mit DJ-Technik nicht auskennt, wird jetzt gar nicht wissen, was das ist. Aber die es kennen, ich hatte bisher den kleinen Mischer und musste ja alles mit Laptop immer machen. Und jetzt brauche ich das nicht mehr. Ich wollte das eigentlich schon länger haben, aber das ist der RX3. Aber Pioneer ist leider die ganze Zeit immer vergriffen und ausverkauft gewesen. Und jetzt war es spontan lieferbar und dann habe ich es sofort bestellt. Schön teuer das Teil, aber ja, es musste einfach sein. Und ja, er ist gekommen und ich freue mich. Ich bin so happy. Das ist er auf jeden Fall. Und ja, das ist auf jeden Fall so das Neueste. Und ist richtiger Clubstandard und ja, und davon werde ich viele, viele Jahre was haben. Deswegen hat sich das für mich gelohnt, diese Investition. Tada! Oh mein Gott, der Monitor ist so riesig. Ja, mega. Ja, mega. Aber das ist doch richtig schwer, ne? Ja, das ist er auf jeden Fall. Ja.
Hallo, da bin ich wieder ein paar Tage später. Wie man sehen kann, bin ich immer noch so ein bisschen rot und meine Haut ist noch ein bisschen, fühlt sich auch sehr trocken an. Ich habe mich ja am Montag mikronedeln lassen und ja, so sehe ich halt aus. Da wurde ich auch letztens so gefragt. Also ich lasse das immer 2-mal im Jahr machen. Ich mache halt dieses Mikroneedling mit dem Radiofrequenz. Das heißt, die Nadeln gehen halt rein und werden innen drin dann noch warm. Und das ist wirklich super. Und man ist dann also ich bin für eine Woche so leicht gerötet. Und danach ist eigentlich alles fein. Und das endgültige Ergebnis sieht man dann halt so nach 4 Wochen. Und ich mache das schon seit vielen Jahren. Früher noch mit so Rollern oder so mit so Stamps, sage ich jetzt mal zu, und jetzt mache ich das immer mit dem Gerät und das ist wirklich super. Und ja, ich habe jetzt Gott sei Dank nächste Woche Urlaub, juhu, und ich treffe mich jetzt kurz mit einer Freundin, weil ich ihr versprochen habe, mit meiner Kamera sie abzufilmen für so ein Interview. Und genau, und danach fahre ich noch kurz in die Stadt, muss noch was machen. Und dann geht's wieder nach Hause und ja, morgen ist auch ganz viel. Morgen muss ich erstmal arbeiten, weil ich jetzt Montag frei hatte. Und dann muss ich halt abends spiele ich in einem Restaurant hier in Hannover. Die suchten halt eine DJ und dort lege ich dann ein bisschen auf. Krieg dafür aber auch ein bisschen Geld und ist eigentlich ganz nett. Und ja, und dann ist ja langes Wochenende. Eigentlich ist ja dieses Wochenende Halloween und ich habe kein Halloween-Kostüm. Ich habe keine Lust, mich zu verkleiden. Ich weiß nicht, irgendwie seit Corona ist es halt so, dass ich die letzten Jahre, wohl konnte es ja auch nicht feiern, aber seitdem ist so... Früher habe ich mich immer so auf Halloween gefreut und habe richtig so Wochen vorher mein Kostüm geplant. Aber dieses Jahr habe ich überhaupt keine Ideen, so wie letztes Jahr auch. Und ich habe auch keinen Bock und deswegen gehen wir wahrscheinlich nur auf eine normale Veranstaltung ohne Party. Ist zwar schade, aber maybe next year. So, wir haben einen Tag später, heute ist Samstag. Ich habe mich jetzt fertig gemacht, weil ich jetzt gleich zu einem Gig fahre. Ich spiele heute in einem Restaurant. Pizza Punks nennt sich das. Das ist hier in Hannover auf der Nummer Straße und dort ist das Summer Closing und ich spiele halt für 4 Stunden. Und ja, ich freue mich darauf. Ich musste halt auch arbeiten, weil ich am Montag halt frei hatte. Und jetzt habe ich Urlaub. Wie geil ist das denn bitte? I'm so excited. Ja, ich will die Woche auf jeden Fall dann was machen. Morgen ist ja Halloween und ja, bisher habe ich immer noch kein Kostüm und ich weiß auch nicht, wo ich hingehen soll. Ich hatte mir noch so ein Bodysuit schnell geholt, aber der sitzt doch nicht so gut. Der Stoff ist halt so dünn, dass man irgendwie alles sieht und ich fühle mich daran unwohl, deswegen geht er wieder zurück. Und ja, und ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal los. Guten Morgen. Wir haben heute Dienstag. Gestern war ja der 31. Also Halloween. Gestern war ja ein Feiertag. Deswegen hat sich gestern irgendwie so angehört, fühlt wie einen Sonntag, obwohl Montag war. Und heute ist Dienstag, also ist heute jetzt der erste Wochenbeginn. Halloween war super cool. Also ich hatte super viel Spaß. Ich hatte auch einen schönen Look. Ich habe irgendwie total vergessen zu vloggen. Aber ich blende euch jetzt hier mal kurz meinen Look ein. Ja, ich habe auf jeden Fall, weil ich kein Kostüm hatte, habe ich mich einfach schwarz angezogen und habe mir so eine schwarze Marilyn gebastelt. Ihr wisst ja, Halloween bin ich immer sexy und gruselig. Und ja, das ist auf jeden Fall mein Look. Und ich hatte eigentlich einen sehr schönen Abend. Genau, ich bin heute leider aufgewacht um 5 Uhr, weil ich Schmerzen hatte. Mal wieder eine
leichte Blasenentzündung. Das passiert leider in letzter Zeit häufiger und das ist so nervig. Also nach jedem Mal, wenn ich mit meinem Partner intim bin, mit dem Maxi, kann ich den Wecker dann bestellen, dass ich nach 24 Stunden eine Blasenentzündung habe. Okay, nicht jedes Mal, also es gab auch schon mal ein paar Male, wo ich es nicht hatte, aber in letzter Zeit war das ziemlich häufig. Und ich habe mir auch schon so Cranberry-Dragés geholt, die ich dann halt nehme. Naja, jetzt bin ich gerade spazieren, weil ich konnte nicht mehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe immer noch dieses Creepy-Gefühl, dass ich die ganze Zeit muss. Und damit das weggeht, bin ich jetzt irgendwie spazieren gegangen in der Hoffnung, dass das nachlässt. Ich habe dann beschlossen, dass ich dann gleich einkaufen fahre, weil ich war schon seit 2 Wochen nicht mehr einkaufen. Wir haben gar nichts mehr zu essen. Eigentlich, ich habe ja die Woche frei und eigentlich möchte ich super viele Sachen machen. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das alles in den Zeitraum schaffen soll. Und Max meinte, vielleicht fahren wir auch irgendwo noch mal hin. Ja, mal schauen. Aber es ist nicht schön, die schöne Herbstlandschaft. Ich liebe es, wenn die Blätter bunt werden. Das ist richtig, richtig schön. Und ja, das Gute ist ja auch, dass die Zeitumstellung war. Deswegen, eigentlich ist es jetzt 7:45. Eigentlich wäre es jetzt schon 8:45. Ein bisschen mehr Zeit wieder, aber dafür wird es jetzt natürlich super früh. Da sind die Pferdis. Dunkel, aber hey, kann ich alles haben. Ich schlafe lieber länger und von mir ist es auch abends dunkel. So, ich bin gerade in der Stadt. Ich war von einkaufen. Jetzt ist so voll heute und alles ausverkauft. Voll krass irgendwie. Ja, heute ist ja so eine Brückentagwoche. Und ich glaube, super viele haben halt auch Urlaub genommen, so wie ich auch. Und deswegen ist es halt so voll auch in der Stadt. Das ist super voll. Naja, aber es ist ein richtig schöner, warmer Herbstabend. So, ich bin wieder zu Hause und heute ist ein ganz furchtbarer Tag. Unser Fernseher ist ja schon wieder kaputt gegangen, also der im Wohnzimmer. Max hatte sich schon mal einen Fernseher gekauft, einen sehr teuren. Der ist auch kaputt gegangen. Jetzt haben wir den seit 4, 5 Jahren. Jetzt ist der auch, geht der nicht mehr an. Und ja, deswegen war ich jetzt beim Mediamarkt und ja, gibt es keinen Adapter. Also wir vermuten, vielleicht ist es auch der Adapter, weil der ist nicht im Gerät verbaut, sondern außen. Und I don't know, und jetzt haben wir halt keinen Fernseher im Wohnzimmer. Das ist ein bisschen blöd irgendwie. Und jetzt haben wir einen neuen Adapter bestellt, in der Hoffnung, dass es das ist. Ja, aber kann auch sein, dass es nicht ist. Also ich finde das einfach so furchtbar. Ich habe auch gesagt, mein Fernseher, den habe ich 2013 gekauft. Das ist jetzt kein 4K-Ding oder so. Der ist ein LED, glaube ich. Und ja, der ist über 10 Jahre alt oder fast 10 Jahre alt und der funktioniert immer noch. Und diese großen, teuren Dinger gehen voll schnell kaputt. Deswegen, also ich finde, es lohnt sich gar nicht mehr, irgendwelche teuren Marken oder so zu kaufen. Naja, dann habe ich jetzt beim Baumhaus das hier bekommen. Ich will ja jetzt in der Woche anfangen, endlich die Türen aufzubereiten, weil die ja so fürchterlich gelb und fleckig aussehen. Und mein bester Freund meinte, ich soll das probieren, weil da muss ich nicht schleifen. Ich habe mir auch ein Schleifgerät bestellt bei Amazon, ziemlich günstig, aber ich muss es ja auch nur ein bisschen anrauen. Ich probiere es jetzt aber erstmal hiermit, weil hier gibt es ja dann keinen Staub. Mal gucken, wie es wird. Werde ich gleich mal auftragen. Und jetzt werde ich was kochen.
Und zwar eine Rettichsuppe. Ich habe bei einer koreanischen YouTuberin dieses Rezept gesehen und ich probiere das jetzt einfach mal aus. So, dann ich habe den Rettich jetzt geschält und geschnitten. Dann habe ich noch ein bisschen Zucchini und zwei Frühlingszwiebeln. 4 Esslöffel Paprika, 1 Esslöffel Zucker, Sojasauce, Kürbiskernöl habe ich genommen und ich bin sehr gespannt. Das erhitze ich jetzt. Ja, so sieht jetzt das Essen aus und es schmeckt kacke. Also es schmeckt irgendwie nach nichts. I don't know. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber ich kann aber nicht kochen und es schmeckt nicht. Ja, so schaut die Tür vorher aus. Und wie man sieht, ist die halt super verfärbt und schmutzig und der Lack geht ab. Und ich habe jetzt dieses Zeug da drauf gemacht. Man sieht das hier auch so, ne? Und gleich muss ich das abwischen und dann soll man das ein bisschen nochmal trocknen lassen. Ja, und dann werde ich es morgen mal lackieren. Ich hätte mir jetzt aus dem Schleifgerät geholt, womit ich es dann halt auch eigentlich hätte anrauchen können, aber das macht natürlich leichten Staub. Und wenn das jetzt natürlich mit diesem Zeug geht, dann ist es natürlich ein bisschen besser, weil ich habe halt 7 Türen, die ich machen muss. Aber da ist jetzt schon nicht mehr so viel dran und so das Teil kostet halt 10 Euro. Und ich glaube, ich brauche mindestens, ja, braucht man bestimmt 3 Flaschen von oder so. Ja, mal gucken. Hallo, das ist der nächste Tag. Meine Stimme ist so ein bisschen angeschlagen. Ich bin wieder beim Baumarkt, weil ich heute noch die Griffe holen will. Und ich habe ja gestern die Tür abgebeizt. Das hat sehr gut funktioniert. Ich sage immer beizt, aber es ist ja kein Beizen. Und ich bin jetzt da, weil ich jetzt noch so einen Bottich hole. Lack, einfach zur Sicherheit. Und ich will nochmal, ja, ach, sorry, ich bin verwirrt. Danach habe ich noch einen Zahnarzttermin. Und ja, es ist schon Mittwoch irgendwie und die Zeit fliegt schon wieder so schnell. In 4 Tagen muss ich schon wieder arbeiten. Ich finde, so eine Woche Urlaub lohnt sich eigentlich immer gar nicht. Ja. Ich wollte euch mal das Ergebnis zeigen, wie schön das geworden ist. Es ist nicht perfekt, aber es ist so, wie man hier zum Beispiel sehen kann. Aber es ist 1000-mal besser als vorher. Ja. Ich muss das auf jeden Fall 2-mal anstreichen. Und ich habe jetzt auch neue Griffe besorgt, finde ich schon mal angebracht. Und ja, also so bin ich happy. Es ist aber super viel Arbeit und ich muss jetzt noch 6 andere Türen machen. Denn so sehen unsere Türen aktuell aus. Und so sah auch die Wohnzimmertür aus. Und das ist somit, ich glaube, die schlimmste Tür bei uns. Und die werde ich jetzt ein bisschen sauber machen, den Griff abbauen, dann werde ich sie anschleifen mit dem Zeug und das funktioniert super. Also die ist danach total, ja, rau und die Farbe hält auch richtig gut drauf. Und leider haben unsere Türen alle solche Fenster und deswegen ist das immer so ein bisschen hier complicated mit dem Abkleben, aber naja, was Mut, das Mut. So, ich wollte euch dann nochmal jetzt das fertige Ergebnis zeigen. Ich mache extra nicht das Licht an, damit das nicht so verfärbt wird, weil die Deckenbeleuchtung macht das alles so ein bisschen gelb und dann finde ich, sah man auch in den Videos gar nicht so den krassen Unterschied. Aber ihr müsst euch vorstellen, die Türen waren wirklich super gelb, super fleckig und so sieht jetzt auf jeden Fall die fertige Küchentür aus. Es hat super funktioniert. Es ist richtig, richtig schön geworden. Es ist nicht perfekt, ich bin jetzt keine Malerin oder so, aber keiner wird so an der Tür stehen und drauf gucken. Und ich habe dann alle Türen gemacht, habe dann neue Griffe auch dran gebaut und das wertet das alles super aus. Genau, die habe ich auch gemacht. Ich mache mal das Licht an, aber ich glaube, ja, na doch. Es ist auf jeden Fall alles viel, viel schöner jetzt, auch die neuen Griffe. Es ist weiß und nicht mehr eierschalengelb und schmutzig. Und ich habe dafür jetzt 1,5 Tage gebraucht. Max hat mir dann bei den hinteren Türen sehr geholfen. Und also ich habe nicht alles alleine gemacht.
Und ja, und ich bin happy. Hallo, so, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ja, gestern habe ich ja den ganzen Tag Türen bestrichen und es hat gut geklappt. Das war's. Also mehr kann ich jetzt in der Wohnung nicht machen, möchte ich auch nicht mehr am Plan. Und ja, ich habe schon zu Max gesagt, und jetzt haben wir so viel gemacht und bald werden wir gekündigt wegen Eigenbedarf. Und um Gottes Willen, nein, sag das nicht. Nein, wird nicht passieren, aber stell mal vor, aber Max überlegt auch, die Wohnung zu kaufen. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall fahre ich jetzt kurz zum Rossmann, weil ich ein paar Sachen erledigen muss. Dann wollen wir noch ein Foto machen und also Max und ich zusammen. Und ja, muss noch was zur Post bringen und dann muss ich ab Montag auch schon wieder arbeiten. Ne? Also das Wochenende werde ich ein bisschen ruhiger machen, kleine Party. Ich bin zwar morgen auf den Geburtstag eingeladen, da werde ich hingehen, aber kein Club, nichts. So, das war mir alles jetzt die letzte Zeit ein bisschen too much. Und wisst ihr, es wird mal wieder Zeit für ein neues Auto. Wir haben ja den Golf jetzt seit 2-3 Monaten. Ach, was rede ich da? Seit einem halben Jahr haben wir jetzt den Golf. Sorry, nicht 2-3 Monate. Nein, wir haben den jetzt seit einem halben Jahr. Das Auto ist so super. Also das ist auch ziemlich spritzig und hat alle Extras. Aber mir persönlich gefällt es doch nicht so. Also ich muss ehrlich sagen, jeder fährt irgendwie Golf und ich habe immer lieber irgendein Auto, was spezieller war, so wie der EOS. Und ich liebäugle mit so einem Scirocco. Ich hätte super gerne einen Scirocco jetzt. Mit noch ein Tickchen mehr PS, auf jeden Fall mit einem Panoramadach, weil das triggert mich total, dass dieses Auto kein Panoramadach hat. Ich weiß, das ist alles so First World Problems, aber I don't know, da bin ich irgendwie total deutsch. Also mein Auto muss immer irgendwie mir gefallen und sich irgendwie abheben. Und der Scirocco ist ja auch wie so ein Sportwagen und das gefällt mir irgendwie ein bisschen mehr als der Golf, obwohl unserer auch schon sportlich aussieht. Ist ja auch nur ein Zweitürer und der Vorbesitzer hat den ja so ein bisschen, ich sag mal so optisch aufgemotzt. Also jeder, der das Auto sieht, sagt immer, hä, ist das
Der sieht so anders aus, weil der halt so wie eine Airline aussieht, ist aber keine richtige Airline. Naja, lange Rede, kurzer Bums. Auf jeden Fall würde ich das Auto, glaube ich, gerne dann zum Sommer hin verkaufen und dann noch mal nach Scirocco gucken. Und dann ist aber auch gut. Wirklich, dann ist gut. Ich verspreche es euch, da gibt es kein Auto mehr. Erstmal. Mein Fehler war einfach, dass ich schnell irgendwie ein neues Auto haben wollte, weil unser Zweitauto war halt ziemlich alt und ja, aber im Endeffekt, was mir halt wichtig war bei einem Auto, ein Panoramadach, ich weiß, das ist oberflächlich, aber ich finde es halt schön, weil ich vorher ein Cabrio gefahren bin und so und dass er auch ein bisschen sportlicher aussieht und so. Und da habe ich nicht so drauf geachtet. Ich dachte, ach, für den Übergang holen wir uns erstmal den Golf. Aber ja, I don't know. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fahre jetzt erstmal zu Rossmann. So, jetzt bin ich noch in meinem Lieblings-Secondhand-Laden. Sag mal Hallo, Olivia. Und hast du ein paar schöne Sachen für mich? Aber sicher. Ja. Die schönste Sache ist schon an. Danke, Schatzi. Ja, die ist ganz süß, ne? Ja, sweet. Oversized. Da kann man auch knoten, ne? Schon nice. Ja. So, ich bin wieder zu Hause, habe was gegessen und bin super müde. Ich werde mich jetzt abschminken und gleich schlafen gehen. Übrigens wurde schon wieder Shopping Queen gezeigt im Fernsehen. Also nicht meine Staffel, wollte ich gerade sagen, nicht meine Woche. Eine neue Woche war schon wieder hier in Hannover. Also mein Titel ist auf jeden Fall weg. Ich bin nicht mehr Shopping Queen von Hannover, sondern eine andere Dame ist es. Wobei ich sagen muss, dass... Ich sage lieber gar nichts. Ich habe jemanden kennengelernt, die da auch mitgemacht hat bei der Woche und sie war wirklich super lieb und sympathisch und es tut mir voll leid, dass sie nicht gewonnen hat, weil die anderen Kandidatinnen waren nicht so, I don't know, die waren nicht so nett. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass dieser Vlog euch Spaß gemacht hat. Mir hat er auf jeden Fall Spaß gemacht und ich muss ihn jetzt schneiden, deswegen beende ich ihn jetzt, damit ich ihn dann schneiden kann, damit es schnell hochgeladen wird. Und ja, ich freue mich auf das nächste Video. Ich wünsche euch einen schönen, I don't know, ich weiß gar nicht, was ich gerade mache. Nein, aber ich sage gute Nacht. Danke fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Lasst mir ein Abo da. Und abonniert die Glocke und mein anderes Social Media findet ihr unten in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.